Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu Godzilla kehrt zurück. Nach dem großen Erfolg des ersten Godzilla-Films wurde schnell an einem Nachfolger gearbeitet. Godzilla kehrt zurück kam am 24. April 1955 in japanischen Kinos. In Deutschland feierte er am 29. August 1958 seine Premiere. Die Produktion übernahm erneut Tomoyuki Tanaka, die Regie übernahm Motoyoshi Oda und für die Effekte war wieder Eiji Tsuburaya verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Shigeaki Hidaka und Takeo Murata. Die Musik von Masura Sato. Der Pilot Kobayashi sucht für die Marine Fisheries KK nach Fischschwärmen, als der Motor seines Flugzeuges ausfällt. Er muss mit seinem Flugzeug auf der unbewohnten Insel Iwato notlanden. Als sein Kollege Tsukioka von seiner Geliebten und gleichzeitig Tochter des Firmeninhabers Hidemi Yakima darüber informiert wird, macht er sich auf die Suche und findet ihn wohlbehalten vor. Danach stoßen beide auf zwei kämpfende Monster. Tsukioka identifiziert das eine Monster sofort als Godzilla. Beide verstecken sich und sehen nach einem kurzen Kampf, wie beide Monster ins Wasser stürzen. Zurück in Osaka machen die beiden Piloten Meldungen bei der JSDF, der Japanese Self-Defense Force, und diese legen den beiden ein Sammelband über Dinosaurier vor, damit das andere Monster identifiziert werden kann. Das andere Monster ist ein Ankylosaurus und wird Anguirus genannt. Professor Yamane wird nach einer Abwehrmethode gefragt, doch er meint, dass es keine gibt. Dazu führt er einen Film von Godzillas Zerstörungen in Tokio vor, dessen Augenzeuge er ein Jahr selbst zuvor gewesen ist. Dr. Yamane schlägt vor, dass in den Küstengebieten der Strom abgestellt werden soll und Godzilla mit Leuchtraketen von der Küste weggelockt wird. Er geht davon aus, dass die Lichter ihn an die Atombombe erinnern könnten und er deswegen aggressiv darauf reagiert. Daraufhin beginnt zu Wasser und in der Luft die Suche nach Godzilla. Als Godzilla in der Bucht von Osaka auftaucht, starten Kampfjets, fliegen über die Bucht und beginnen Leuchtraketen abzuwerfen, die Godzilla erfolgreich aus der Stadt locken sollen. Währenddessen wird in der Stadt sofort der Strom abgestellt und die Bürger evakuiert. Als auch die Gefängnisinsassen evakuiert werden sollen, schafft es eine Gruppe Gefangener aus dem Lastwagen, der sie transportiert, zu flüchten. Nachdem die Gefangenen einen Tankwagen entführt haben, steigen zwei Polizeibeamte in ein von Tsukioka gelenktes Auto und bitten ihn, den Lastwagen zu folgen. Die Gejagten verlieren die Kontrolle über ihr Auto und krachen in eine Raffinerie, wodurch ein Feuer entsteht, das schnell das ganze Hafengebiet in Brand setzt. Das Feuer erregt bald Godzillas Aufmerksamkeit und er nähert sich erneut Osaka. Anguirus kommt ebenfalls an Land, angezogen von denselben Leuchtraketen, die Godzilla weglocken sollten, und nimmt seinen Kampf mit Godzilla wieder auf. Die JSDF eröffnet das Feuer auf die kämpfenden Kaijus, aber ihre Waffen haben keine Wirkung. Godzilla und Anguirus beginnen, die Stadt auseinanderzureißen. Ihr Kampf zerstört unzählige Gebäude, darunter die Thunfischkonservenfabrik, für die Tsukioka und Kobayashi arbeiten. Godzilla beißt in Anguirus Hals, was dazu führt, dass er stark blutet, bevor er in den Graben darunter fällt. Godzilla feuert seinen atomaren Atem aus seinen Feind, verbrennt ihn und geht als Sieger hervor. Er hinterlässt Osaka in Flammen und Trümmern. Nach der Verwüstung finden Tsukioka und Kobayashi die Konservenfabrik in Trümmern vor. Ihr Chef informiert Kobayashi, dass er in die Hokkaido-Niederlassung des Unternehmens versetzt wird, während er zusammen mit seiner Tochter und Tsukioka in Osaka aufräumt. Nachdem Kobayashi einige Zeit in Hokkaido gearbeitet hat, erfährt er, dass Herr Tajima, Hidemi und Tsukioka bald in Hokkaido ankommen werden und er trifft sie eines Abends auf einer Firmenfeier. Während Tsukioka und Kobayashi feiern, erfahren sie, dass eines der Schiffe des Unternehmens gerade irgendwo vor der Küste versenkt wurde. Tsukioka weiß, dass Godzilla dafür verantwortlich sein muss. Er steigt in sein Flugzeug und beginnt trotz Hidemis Protesten, die umliegenden Gewässer abzusuchen. Tsukioka findet schließlich Godzilla auf der abgelegenen Insel Kamiko vor und alarmiert daraufhin die JADF. Als die JADF auf der Insel eintrifft, um Godzilla anzugreifen, bemerkt Kobayashi, dass das Monster beginnt, die Insel zu verlassen. Er bombardiert Godzilla mit seinem Flugzeug im Sturzflug, wird dann aber von seinem atomaren Atem zerschossen und beim Aufprall auf die Hänge der Insel getötet. Während Tsukioka um seinen Freund trauert, bemerkt er eine Eislawine, die durch den Flugzeugabsturz ausgelöst wurde. Das bringt ihn auf die Idee, Godzilla unter Eis zu begraben. Um zu verhindern, dass Godzilla von der Insel entkommt, legt die JSDF vor der Küste der Insel Benzinfässer aus und zündet sie an. Bald darauf kehren die Kampfflugzeuge zurück, wobei Tsukioka eines fliegt. Die Jets eröffnen erneut das Feuer auf die Hänge und obwohl einige von Godzillas atomaren Atem abgeschossen werden, gelingt es Tsukioka und der JADF, Godzilla vollständig unter dem Eis zu begraben. Nachdem die Bedrohung endlich gebannt ist, schaut Tsukioka feierlich zum Himmel und sagt: Kobayashi, wir haben Godzilla für dich begraben. Hallo, und nun zu meiner Bewertung. Handlung. Der Film verstrickt sich oft in Widersprüchen.
zum Beispiel ob es sich um Godzillas Ab- bzw. Zuneigung zu Kälte und Hitze handelt. Interessant ist die Rückblende auf den ersten Angriff Godzillas in Tokio ein Jahr zuvor. Auch dass Dr. Yamane erneut kurz zu sehen ist, fügt sich gut in die Geschichte ein, da er ein Zeuge war und Gewicht in der Wissenschaft darstellt. Die Szene, in der die Verbrecher das Fahrzeug klauen und damit in die Anlage rasen und diese explodiert, damit Godzilla nach Osaka umkehrt, wirkt schon sehr aufgesetzt. Irgendwie muss er ja dahin. 3 Gs. Kostüm, Modelle und Spezialeffekte. Das Kostüm von Godzilla kommt nur sehr gering an die Wirkung des Vorgängers heran. Einzig allein die Rückenpartie kann überzeugen. Anguirus sein Design ist gut gelungen. Jedoch sind die Handpuppen das Schlechteste mit an dem Film. Die Modelle sind die Stärke des Films. Diese haben erneut viel mit Details zu überzeugen und sind herrlich groß ausgebaut. Das Set von Osaka und dem Eisberg sind eines der Highlights. 5 Gs. Kämpfe. Die Kämpfe wurden leider unvorteilhaft aufgenommen. Die Aufnahmen passen leider überhaupt nicht zu den langsamen Bewegungen des Vorgängers, auch heben sie sich von den zukünftigen Kämpfen der Reihe ab. Zum Glück wurde dieses Verfahren nicht noch einmal verwendet. Sie wirken trotzdem gut und man kann sie sich ansehen. 5 Gs. Musik. Leider passt die Musik überhaupt nicht zu dem Film. Einzig allein das Leitmotiv des Intros hat Wiedererkennungswert. Alle anderen Stücke von Masaru Sato wirken deplatziert und haben nicht die Dramatik und Kraft von Akira Ifukube. Jedoch konnte Sato in späteren Produktionen zeigen, wie gut er komponieren kann. 2 Gs. Spannungsbogen. Der Film beginnt flott mit dem Vorstellen der Protagonisten, die sogleich auf einer Insel landen, in der sich ein neuer Godzilla mit einem unbekannten Kaiju bekämpft. Dann der Übergang zu Dr. Yamanes Schilderung aus dem Vorjahr und die Klassifizierung von Anguirus kann durchaus überzeugen. Leider wird dann das Tempo behäbiger, die Firmenfeier in Hokkaido ist zu lang und das Ende wirkt künstlich in die Länge gezogen. Die Schauspieler, die uns hier vorgestellt werden uns auch in späteren Produktionen der Toho begleiten. Man kann durchaus für sie Sympathien entwickeln. 3 Gs. Insgesamt komme ich auf 18 von 50 Gs. Nun zu der Bewertung des Films. Erstens die Handlung. Diese ist sehr verworren und widersprüchlich. Will der Film nun ein Monster-, Liebes- oder Krimifilm sein? Vor allem der Schlussakt ergibt keinen Sinn. Godzilla mag also keine Kälte. Warum schwimmt er dann nach Hokkaido? Warum geht er nicht über die brennenden Fässer hindurch? Hat er nach dem Brennen in Osaka auf einmal Angst vor Feuer? 1 G. Zweitens die Kostüme. Die Kostüme von Godzilla und Anguirus sind weniger aufwendig gestaltet, dafür sind die Miniaturen wieder gelungen. 6 Gs. Drittens diese Musik. Diese ist nicht sehr einprägsam und kein Stück sticht hervor. Ein paar Themen passen zu den Szenen, mehr aber auch nicht. 4 Gs. Die Kämpfe. Es kommt zum ersten Mal zu einem Kampf zwischen zwei Monstern. Dies soll eine Tradition begründen. Die Kämpfe sind leider zu schnell inszeniert und von daher weniger wuchtig. Der Kampf zwischen der Luftwaffe und Godzilla ist gelungen. 6 Gs. Zuletzt der Spannungsbogen. Dieser ist kaum vorhanden, da beide Monster zum Anfang gezeigt werden und man nur darauf wartet, dass diese in Osaka auftauchen, da die Hauptprotagonisten dort leben. Es gibt zum Schluss einen kleinen Höhepunkt, aber mehr nicht. 2 Gs. Insgesamt bekommt der Film 19 von 50 Gs. Man merkt, dass der Film auf der Erfolgswelle des ersten Filmes mitschwimmen sollte und deshalb schnell produziert wurde. Insgesamt ist es einer der schlechtesten Filme der Reihe und sorgt dafür, dass Godzilla 7 Jahre unter dem Eis bleiben muss, während andere Kaijus das Licht der Welt erblicken. Bis dann. Es war Frankenstein.